Herr Arecker, Sie erlebten bei einem Arbeitsunfall eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Es war an einem Freitag der 13. Ich habe das erst nachher erfahren, obwohl ich etwa 10 Jahre vorher einen gröberen Fahrradunfall hatte, auch an einem Freitag der 13. Das hat mich aber nicht so beeindruckt. An dem Tag, es war gegen Mittag an diesem Freitag und es rief in unserer Firma, ich habe im elterlichen Betrieb in einer Elektroinstallationsfirma gearbeitet, rief eine ältere Dame an und sie müsse am Nachmittag unbedingt für ihre Enkelkinder einen Kuchen backen und der Backofen gehe nicht. Ich habe dann gedacht, ja, bevor ich jetzt hier den Servicemondeuren rumtelefoniere, am Mittag haben die eh keine Lust oder Zeit, gehe ich selber schnell. Ich habe dann auch am Tag darauf Ferien genossen, so ich dachte, ich mache das selber schnell. Ich fuhr dann dorthin gegen Mittag und das war im dritten oder vierte Etage ohne Fahrstuhl. Ich habe dann zuerst mal den Backofen, es war ein altes Modell, etwas ausgebaut, wollte da mit dem Messgerät messen, ging dann nicht. Und dann immer runter, hoch, um die Sicherungen rauszunehmen, wenn es gefährlich wurde. Und dann aber in die Sicherungen rein, damit ich mit dem Messgerät messen konnte. Und irgendwann musste ich den Backofen noch weiter mit beiden Händen so nach außen ziehen, dass ich auf die Klemmen kam. Und in dem Moment kam ich mit der Hand direkt auf die ungeschützten Klemmen, 400 Volt, 16 Ampere. Und da hielt ich dann den Backofen wirklich in der Höhe, war extrem schwer, eigentlich gar nicht machbar normalerweise in den Händen unter Strom. Wie lange weiß ich nicht, weil ich habe wirklich Raum und Zeit dann nicht mehr erlebt. Ich weiß nur noch, dass dann wie so die alten Dia-Projektoren, die Dias, Bilder geschossen kamen, aber nicht nur an eine Leinwand, sondern es war nicht eindimensional, sondern es war wie rundherum und mehrschichtig, diese Dias. Und da kamen Tausende pro Sekunde neue dazu. Und interessanterweise konnte ich da jeweils ein einzelnes Bild anschauen in allen Details, aber auch gleichzeitig die Millionen von Dias und neuen Dias, die kamen, in einem Blickfeld einfangen. Also ich konnte Millionen von Dias auf einmal sehen, konnte aber so wie reinzoomen in einzelne Dias, Bilder. Und das waren alles Bilder aus meinem bisherigen Leben und verschiedenste. Und da gab es immer mal wieder wie so eine Pause und dann sah ich ein großes Dia-Bild, als ich ein kleiner Junge war, auf so einem Spielzeug. In der Schweiz sagen wir Rittiseili, hin und her. Und das habe ich immer sehr gern gemacht, und vor allem dann auf der gewissen Höhe noch abspringen, schauen, wie hoch ich springen kann. Und dann kamen wieder die anderen Bilder und dann immer wieder das. Und es war dann an einem Punkt nicht so die Frage, was macht dir am meisten Spaß oder machst du, was dir überhaupt Spaß macht oder was die anderen wollen, sondern es war so weder eine Stimme noch ein Text, es war so ein Gefühl, das gekommen ist mit der Frage. Und dann logischerweise gleich so meine Antwort, ähm, ich möchte wie der kleine Junge Spaß haben und das machen, wo ich möchte und nicht, wo die anderen möchten. Und dann wieder die Millionen von Dias und dann wieder das auf dem Spielzeug. Und dann war plötzlich so wie, schwarz ist auch falsch, es war dann plötzlich alle Dias weg und eine Stille und es kam wieder keine Frage, aber es kam so das Gefühl, es war so klar die Frage, was willst du jetzt? Willst du weitergehen oder willst du zurück in der Person von Bruno? Und für mich war dann relativ schnell klar, ich will zurück und weil ich habe noch so vieles vor. Und es war dann wie an eine Bedingung geknüpft, wo aber, oder welches wirklich keine Bedingung war, aber es war so wie klar, wenn ich zurückgehe, dann mache ich, was ich will und weniger, was mein Umfeld will oder was man von mir erwartet. Das war dann so eine Art Bedingung, die ich dann aber ganz logischerweise akzeptiert habe. Ich wollte zurück. Ich habe dann auch immer wieder für mich so repetiert, zurück, 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 zurück. Und wie gesagt, keine Ahnung, wie lange das alles gedauert hat. Auf jeden Fall machte es dann wie so Peng und ich war raus aus diesem Film
und ich war wieder hier und ich sah dann, wie ich den Backofen hier in den Händen hielt. Ich sah die Hand, die war irgendwie so dick und ich realisierte, dass ich jetzt unter Strom gestanden bin. Ich habe mich dann aber nicht erinnert, was ich vorher erlebt habe, sondern ich war eigentlich nur unter Schock und habe gezittert, weil das Herz, das rast dann 50 Mal in der Sekunde, das ist die Frequenz des Stromnetzes. Ich habe gezittert und die Hand war geschwollen und die alte Frau nebenan auch in Schock. Lange Rede, kurzer Sinn, ich ging dann ins Spital etc. etc. und am anderen Tag tatsächlich dennoch in die Ferien, obwohl es nicht empfehlenswert war. Und ich habe überhaupt nicht an das Erlebnis gedacht in dem Moment. Haben Sie den Backofen noch fertig repariert? Äh, ja, tatsächlich, es hat da irgendwo auf der Klemme was ein Problem. Ich kann mich nur noch erinnern, ich habe das Teil, das fiel dann aus meinen Händen, weil wenn der Strom rausgeht, lässt der Muskelkrampf nach, das Teil fiel runter. Ich habe es reingeschoben und es hat tatsächlich funktioniert, ja, komischerweise. Und ich bin dann, wie gesagt, ins Spital und habe mich dann verarzten lassen. Welche Bilder von diesen vielen Dias haben Sie noch am besten in Erinnerung? Immer wieder das, wo in den Pausen kam, als ich auf diesem Spielzeug hin und Auf einer Schaukel. genau und dann abgesprungen bin und dann, ich habe gelacht und habe viel Freude gehabt und das war so quasi eigentlich das Zeichen, denke ich, ja. Können Sie sich noch an die anderen Bilder erinnern? Das war so wie aus einem Fotoalbum verschiedene Szenen. Es war aber nicht so, dass es traurige oder schöne hatte, sondern es war eigentlich wie das ganze Leben als Film, aber nicht als Film, sondern eben als einzelne Bilder. Äh, und an die anderen kann ich mich jetzt nicht mehr speziell erinnern. Eigentlich nur das immer wieder mit der Schaukel und das Freude und Lachen und Spaß haben. Das war so das, wo eigentlich auch, denke ich, mir die Botschaft gezeigt hat, um was es geht, ja. Was für eine Auswirkung hatte diese besondere Erfahrung auf Ihr Leben? Zuerst habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe normal weitergelebt. Rückwirkend hat es aber ganz massive Auswirkungen. Also beispielsweise, ich habe dann etwa ein Jahr nach diesem Ereignis, habe ich völlig unlogischerweise aus anderen Köpfen gesprochen, die Firma meiner Eltern nicht übernommen, weil ich hatte so innerlich das Gefühl, wenn ich das mache, wird das erwartet, dass es genauso weiterläuft wie bis anhin, war ja erfolgreich. Und ich hatte so wie die Bedenken, dass wenn ich das machen würde, dann mit einem anderen, ich sage jetzt mal, Strategie oder so etwas, auch vielleicht etwas modernisieren würde, dass ich das nicht dürfte oder dass es Probleme gäbe und die Probleme wollte ich nicht, auch aus dem Familienfrieden Rücksicht nehmen und habe dann völlig irrationalerweise Nein gesagt. Das haben die meisten, hat niemand begriffen, dass man so eine Firma nicht übernehmen kann. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann gab es viele Elemente in meinem Leben, wo ich wirklich einfach das entschieden habe für mich, dass es für mich stimmt und weniger, was man von mir erwartet hat. Und erst, ich würde sagen, vor etwa 10 Jahren habe ich mich mit diesem Ereignis beschäftigt, habe das auch niemandem erzählt. Und dann habe ich selber festgestellt, dass ich eigentlich durch dieses Erlebnis die Entscheidungen im Beruf, aber auch im Privaten extrem anhand dieses Ereignisses gefällt habe. Also ich habe dann immer im Zweifelsfall für mich entschieden und weniger, was jetzt die anderen von mir wollen. Und rückwirkend kann ich sagen, dass das wirklich einen großen Einfluss auf mein Leben hatte, weil ich eben in Zukunft ab diesem Ereignis wirklich das gemacht habe, wo ich für mich richtig hielt, auch wenn es vielleicht weniger Geld oder Ansehen bringt, aber es stimmt dann für mich und ich gehe seit diesem Erlebnis unter anderem wirklich meinen Lebensweg oder ich versuche ihn so gut wie möglich zu gehen. Hat dieses Ereignis bei Ihnen das Interesse für spirituelle Dinge etwas geweckt? Ja, aber auch das nicht ganz bewusst, am Anfang zumindest. Es gab dann verschiedene Bereiche, wo das Spirituelle immer mehr Einfluss bekam in meinem Leben, aber nicht, jetzt erlebe ich das oder ich interessiere mich für das, weil ich damals am Freitag, den 13.
unter Strom gestanden bin mit diesem Erlebnis, sondern es ergab sich dann wie automatisch und ich habe mich da aber auch nicht verschlossen. Also beispielsweise rief mich mal eine Freundin an und sagte, es kommt da eine spannende Engländerin in die Schweiz, die kann mit Verstorbenen reden. Ich habe gesagt, so ein Blödsinn glaube ich nicht, aber ich bin ja offen, ich gehe mal schauen. Bin dort mit ihr dorthin gefahren und diese Engländerin hat dann gefragt, mit wem ich sprechen möchte und ich habe gesagt, keine Ahnung, mal schauen, ob jemand mit mir reden will. Und sie hat erst mal gelacht. Ich habe gesagt, warum lachen Sie denn? Und dann sagte sie, ich sei der Erste, der einfach so kommt, weil alle kommen und sagen, ich möchte mit dem oder mit der Kontakt aufnehmen. Und ich war da wirklich völlig neutral und dann gab sie so die Beschreibung eines Mannes nieder, der dann nach etwa einer Minute so klar war und ich habe nie Antwort gegeben oder sie geführt, sondern sie hat wirklich meinen Großvater beschrieben, der ein böser Mensch war, definitiv. Ich habe ihn auch nicht gemocht deswegen. Und dann konnte ich mit ihm ein Gespräch führen. Das war wirklich für mich irgendwie, ja, da gibt's noch ganz viel, wovon wir keine Ahnung hier haben. Und das hat mich dann auch wieder zu meinem Ereignis hinzugeführt. Und da habe ich mich dann immer vermehrt mit diesem Ereignis auch beschäftigt und mein Leben reflektiert. Und dann kommt das eine und das andere. Dann begegnet man Menschen, die man vielleicht ohne dieses Erlebnis nicht begegnen würde. Und dann kam ich dann auch weiter in die verschiedenen Ebenen des Universums und der Spiritualität. Und finde ich super spannend. Und ich bin auch rückwirkend dankbar, dass ich das erleben durfte. Obwohl es jetzt für mich diese Nahtoderfahrung nicht so wie bei vielen ist, ich möchte das wieder erleben und ich möchte eigentlich gar nicht mehr zurück oder ich möchte gar nicht mehr leben, weil da gibt es eine viel bessere, schönere Dimension. Für mich war das so völlig neutral, das Erlebnis. Und ich habe es ja dann auch wie vergessen. Aber unbewusst hat man wie mein Leben neu ausgerichtet. Glauben Sie an ein Weiterleben nach dem Tode? Definitiv, ich glaube auch seit diesem Erlebnis, dass das nicht, wo ich war oder was ich sah, das Endergebnis ist, sondern ich denke, das war irgendwie was dazwischen zu einer anderen Welt, zu einem anderen Universum. Und ich habe seit dem Erlebnis auch null Angst vor dem Tod. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht mehr leben möchte, ganz im Gegenteil. Ich habe noch viel gemacht und ich habe noch viel vor. Aber ich kam schon in Extremsituationen, wo es wirklich sehr knapp wurde, auf einem Trekking im Himalaya-Gebirge etc. Und ich hatte null Angst vor dem Tod, weil ich konnte immer sagen, okay, wenn es jetzt wirklich fertig ist, ich hatte ein super Leben, ich habe das gemacht, was ich wollte und nicht, was die anderen wollten. Und wenn es fertig ist, dann ist halt fertig so. Relativ neutral, ich freue mich nicht auf den Tod, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich weiß, dass es ganz toll weitergeht. Wie im Detail weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt, dass es ein weiteres Leben gibt. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, Arek, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke Ihnen für Ihre ganze Organisation und für Ihre Motivation zu dem Thema.